Sind Sie bereit? Ja. Warum wollen Sie mit uns kommunizieren? Um in unserem Kanal zu sein? Erstens, damit meine Verwandten sehen können, dass ich lebe und es mir gut geht, und auch, dass ich eine negative Einstellung zum Krieg habe. Wenn das wahr wäre, wären Sie nicht hier. Wissen Sie, wir wurden nicht wirklich gefragt. Ich hoffe, es wird sehr interessant sein. Also, fangen wir von vorne an. Stellen Sie sich bitte vor. Wladimir Leonidowich Zranov. Sind Sie freiwillig mit der Aufzeichnung und Veröffentlichung dieses Gesprächs einverstanden? Ja. Warum stimmst du zu? Du kannst dich weigern, dann bekommst du nichts und ich gehe nach Hause. Ich glaube nicht, dass dies Auswirkungen auf den Austausch von Kriegsgefangenen haben wird, aber ich möchte zu allem, was geschieht, meine Meinung sagen. Habe ich Ihnen einen Telefonanruf angeboten, damit Sie mit mir reden? Nein. Kennen wir uns? Nein. Was wissen Sie über das Rote Kreuz? Das Rote Kreuz ist eine weltweite Organisation, die den Austausch und die humanitäre Mission fördert. Alles ist richtig, außer dem ersten Punkt, dass Sie beitragen. Sie tragen nichts bei. Sie haben diese Befugnis nicht. Für diejenigen, die es nicht wissen, werde ich ein militärisches Geheimnis lüften. Das Rote Kreuz ist eine Art Vermittler zwischen zwei Ländern. Sich bekriegende Länder? Es müssen nicht unbedingt kriegführende Länder sein. Das Rote Kreuz ist zum Beispiel auch beteiligt, wenn es irgendwo eine Hungersnot oder ein Erdbeben gibt. Es ist wie eine unabhängige internationale Organisation, die sich mit humanitären Einsätzen befasst. Wenn es einen Krieg gibt, wie zwischen unseren Staaten, wo sie unser Land angegriffen haben, nicht eine spezielle Operation. Das Rote Kreuz fungiert als Vermittler. Seine Vertreter kommunizieren mit unseren Kriegsgefangenen, die von ihnen festgehalten werden, und ihren Kriegsgefangenen, die von uns festgehalten werden. Das Rote Kreuz hat kürzlich einen Bericht über die Aktivitäten in dem Land veröffentlicht, in dem es heißt, dass Blogger, die Kriegsgefangene interviewen, gegen die Genfer Konvention verstoßen. Warum verstoßen Sie? Weil sie nicht im Internet angezeigt werden können, weil sie glauben, dass nur sie dies tun können, nur sie als Gefangener zu ihnen kommen, ihre Daten umschreiben, ihnen die Möglichkeit geben können, eine Notiz zu schreiben und diese an Verwandte zu senden und so weiter. Und im besten Fall wird diese Notiz eines Tages von ihren Verwandten erhalten. Gott bewahre es. Es ist bekannt, dass schriftliche Botschaften, Rotkreuz-Botschaften, 4 Monate zu spät ankommen. Im Jahr 2023 sind 4 Monate eine lange Zeit. Ja. Wenn man bedenkt, wie lange es dauert. Sie sind hier, und unsere Kriegsgefangenen werden jetzt gemäß der Konvention von 1949 festgehalten. Wie viele Jahre ist das her? Sie werden hier unter einem 70 Jahre alten Vertrag festgehalten. Und wenn die RF die moderne Konvention über die Behandlung von Kriegsgefangenen aus dem 17. oder 19. Jahr unterzeichnet hätte, könnten alle miteinander telefonieren. Während der Gefangenschaft konnte ein Kriegsgefangener zu Hause anrufen. Warum, glauben Sie, hat die Russische Föderation die moderne Konvention nicht unterzeichnet und lebte unter dem veralteten Dokument? Sie wollen keine Publicity. Richtig, es ist bequem für sie, wenn niemand die Gefangenen sieht, sie sind nicht da. Ohne uns wüsste niemand, dass du ein Kriegsgefangener bist, und du würdest als Deserteur oder tot gelten. Ein Mann ist verschwunden. Ja, es gibt auch Gefangene, die erzählen, wie sie wochenlang in Stellungen gehen, die Leichen ihrer Kameraden sehen und sie nicht abholen, weil keine Leiche kein Lohn, keine Leiche kein Problem. Wenn jemand gefangen gehalten wird, ist das ein Problem, er muss weggebracht werden, und einige Blogger zeigen sie. Die Informationen kommen jetzt ans Licht. Ihre Bekannten oder Freunde werden sie sehen, selbst wenn wir niemanden erreichen, werden genug Leute das Video sehen. Jemand aus ihrer Stadt wird sie erkennen, und der Prozess kommt ins Rollen. Durch Mundpropaganda wird also jeder wissen, dass ich ein Gefangener bin. Ja. Dann werden sie anfangen, etwas zu tun. Sie haben ihr Geburtsjahr und ihren Geburtsort noch nicht angegeben. Ich wurde am 8. August 1982 in der Stadt Tscherkassy geboren. Tscherkassy? Ja. Bist du Ukrainer? Ja. Das habe ich nicht gewusst.
Ich war etwa 1,5 Jahre alt, als sich meine Eltern scheiden ließen und meine Mutter mich nach Gagra in Abchasien brachte. Wohin? Gagra in Abchasien. Ich war einmal in Gagra, dort gibt es Ferienanlagen. Ja. Weshalb waren Sie im Gefängnis? Wegen Diebstahl. 150. 8. Teil? 2. Gruppe? Nein, es ist von 2.500. Sie verwenden eine andere Nummerierung. Ist dies Ihre erste Verurteilung? Nein. Zweite? 2. 2. Sie sind 40 Jahre alt. 41. Ja. Wie lange waren Sie im Gefängnis? 3 und 7. 3 und 7. Welche Freiheitsstrafe haben Sie beim zweiten Mal erhalten? 3, aber ich habe 2 Jahre und 7 Monate im Gefängnis gesessen. Vor dem Zeitplan? Ja. Wo waren Sie beim ersten Mal? St. Petersburg. Und das zweite Mal? In St. Petersburg. Wohnen Sie dort? In den letzten 18 Jahren. Was war die zweite Haftstrafe? 2 Jahre. Wie viel Zeit haben Sie im Gefängnis verbracht, bevor Sie vom Verteidigungsministerium unter Vertrag genommen wurden? 11 Monate. St. Petersburg ist eine große Stadt, die Hauptstadt der Kultur. Was haben Sie dort gemacht? Ich bin Chefkoch von Beruf. Was macht die Mutter? Sie ist jetzt im Ruhestand. Was war Ihr Beruf? Sie ist Köchin. Ich hab's. Dieser Beruf liegt mir im Blut. Mein Urgroßvater war Stalins persönlicher Koch. Wow, wirklich? Ja, mein Großvater, meine Großmutter und mein Onkel waren Köche auf dem 17. Parteitag. Welche interessanten Geschichten wurden in der Familie der Köche über Stalin erzählt? Sie haben nicht viel gesagt. Sagen Sie mir, was Sie können. Er war streng, aber, wie mein Großvater zu sagen pflegte, gerecht und umgänglich. Natürlich ist er gerecht, er hat 5 Millionen Menschen unterdrückt. So ein schöner Großvater, gut gemacht. Das Lieblingsgericht des schönen Großvaters? Ich habe gesagt, 5 Millionen. Aber ich bin mir nicht sicher und will die Geschichte von Stalin googeln. Er liebte Satsivi. Satsivi? Satsivi. Was ist das? Das ist Huhn mit Nüssen, kalt serviert. Ein sehr leckeres Gericht. Ich werde versuchen, davon auszugehen, dass Sie etwas repariert haben und dann des Diebstahls beschuldigt wurden, aber das haben Sie nicht. Nein, ich habe einen Grinder geklaut. Kostet 5000 Rubel? 4.800. 6 Monate lang wurde ermittelt. Ja. Sie wurden in 4 Sitzungen verurteilt? Es fanden 3 Treffen statt. Nein. Nein, 4. Ich wurde im 4. Prozess verurteilt. In welchem Gefängnis waren Sie? In St. Petersburg, in Fornosovo. Welcher Name? Fornosovo IK3. Ist Fornosovo der Name des Gefängnisses? Das Dorf Fornosovo. Klar. Wie heißt es im Slang? Oder. Es waren 900. 700. Erzählen Sie uns, wie Sie zu Wagner gekommen sind und wie es war? Ich habe Wagner nicht gesehen. Liegt es daran, dass Sie schon vor Ihnen da waren? Ja, richtig. Wie viele Männer haben Sie mitgenommen? Ich habe 30 oder 40 Leute gehört. Wann ist das Militär zu Ihnen gekommen? Am 10. Tag. Der 10. Februar des Jahres 23. Ja. Kamen die Soldaten in Zivilkleidung an? Sie trugen Militärkleidung. In Uniform? Ja. Es ist selten, dass jemand so etwas sagt. Sie konnten den militärischen Rang nicht erkennen? Nein, sie haben sich nicht vorgestellt. In Sturmhauben? Nein. Ohne Sturmhauben? Ohne Sturmhauben. Einer war normal. In Zivil? Ja, und der andere war in einem ungewöhnlichen Zustand. Es ist klar. Der Mann in der Uniform sprach. Aha, ich verstehe. Also gut, was haben wir? Wenn. Sie haben da einen Schlüsselsatz gesagt, der mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Wie ist das Gespräch verlaufen und was hat man Ihnen gesagt? Und noch eine Frage, Sie haben das beleidigt, nicht von Ihrem. Nein. Und davor? Davor wurden sie von Wagner übernommen. Wagner konnte das Beleidigte nicht ertragen. Ich glaube, jemand ist extra gekommen, um sie abzuholen. Verteidigungsministerium, weil Wagner keine Beleidigten in seine Reihen aufnimmt. Nimmt nicht? Nein. Damit es später nicht zu Unruhen kommt. Bußgeld. Was haben Sie dir sonst noch gesagt? Sie sagten, dass eine Sonderaktion im Gange sei, Freiwillige für 6 Monate benötigt würden und dass sie unsere Akten bereinigen würden.
Uns wurde ein Gehalt versprochen, 6 Monate später eine saubere Akte und Freiheit. Wie viele Leute waren Sie? Was als nächstes geschah? 9 Leute. Sie kamen aus dem Verteidigungsministerium. Ja. Welcher Abteilung gehörten Sie an? Storm Z. Was als nächstes geschah? Sie sagten, es würde negative Konsequenzen haben, wenn ich mich weigere. Im Falle einer Weigerung, in den Krieg zu ziehen? Ja. Sie haben schon einmal gesagt, dass Sie nicht aufgeben können. Was können Sie nicht aufgeben? Nicht, um in den Krieg zu ziehen. Dann erzählen Sie mir, wie es war. Ihre ganze Kolonie war dort, richtig? Ja. Als Sie alle in den Krieg eingezogen wurden, wann wurde Ihnen klar, dass Sie sich nicht weigern konnten? Warum haben nur 9 Männer zugestimmt zu kämpfen und nicht 730? Zunächst wurden die Menschen nach ihrem Gesundheitszustand und ihrem Strafregister ausgewählt. Eine Menge Freiwillige? Ja, es waren etwa 90 Freiwillige. Jetzt ist es klar. Es war ungefähr 90. Wer wurde ausgesondert? Wir haben Vergewaltiger, Straftäter, Personen mit langen Haftstrafen, gesundheitlichen Problemen und dem falschen Alter aussortiert. Am Ende waren nur noch 9 Personen übrig. War es in diesem Moment unmöglich, sich zu weigern? Ja, es war unmöglich, sich zu weigern. Wir waren nur noch zu 9, und es hieß, wenn wir uns weigerten, würden Sanktionen gegen uns verhängt werden. Welche? In Form einer Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren. Kurz gesagt, Sie wenden die Fahnenfluchtklausel an. Wegen Befehlsverweigerung. Welche Dokumente haben Sie unterzeichnet? Haben Sie sie dort unterschrieben? Nein, schon da. In Lugansk? In Donezk. Gab es Militärausweise in Donezk? Es gab keine Militärausweise als solche, wir bekamen überhaupt keine Dokumente, nur einige Papiere mit einer Fotokopie. Warte, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ihr wart zu 9 und ihr seid von Peternach geflogen. Rostow. Sie wurden aus Rostow hergebracht und standen die ganze Zeit unter Begleitschutz? Bis hin zur Zuteilung einer Mission und dem Einsatz an der Front. Sie wurden also den ganzen Weg zum Graben bewacht. Wann haben Sie die Dokumente unterzeichnet? Haben Sie die Verträge gelesen? Wir haben ihn nicht gelesen, so groß war die Aufregung, nachdem er am 20. Februar in Rostow gelandet war. Wann wurden Sie gefangen genommen? 11. April. März, April. Sie waren also 1,5 Monate lang im Krieg. Nein, das war unser erster Auftrag. Und wo waren Sie davor? Wir waren einen Monat lang auf dem Schießstand. Ausbildung? Wenn man es so nennen kann. Im Gegensatz zu Agmat sind Sie wenigstens ausgebildet. Wir haben 2 Wochen lang trainiert. Täglich? Ja. Wie viel? Erst 4, dann mehrere Magazine mit Munition. Wie lautete Ihr Auftrag? Ich musste an eine Stelle gehen, an der es hieß, dass es niemanden gibt. Im Wald? Zwischen Mariinka und Krasnogorowka. Wann sind Sie dort gewesen? Wir waren am Abend des 10. Tages dort. Wie viele Personen waren in der Gruppe? 8 Personen. Erzählen Sie uns, was passiert ist, bevor Sie gefangen genommen wurden. 2 Vierer rückten vor, zuerst der erste Vierer. Am 10.? Ja. Die ersten 4 und die zweiten 4 folgten mir, als die Beschießung begann. Aber es gab auch keinen Weg zurück. Warum? Denn sie sagten, wenn ihr hier versagt, werdet ihr nach Awdijewka gehen. Nach Awdijewka? Was ist dort? Ich war noch nicht in Awdijewka, aber aus irgendeinem Grund hat jeder große Angst, dorthin zu gehen. Hat jeder Angst, nach Awdijewka zu gehen? Bedeutet dies, dass dort viele Menschen sterben? Ja, so ähnlich. Welche Art von Waffe? Mörser und Fässer, ich glaube, Kanonen werden als Fässer bezeichnet. Ja. Wir wurden beschossen und reisten mit wenig Glück zu dem vereinbarten Ort. Ja. Als es fast dunkel war, gingen wir hinein, und auf der anderen Seite des Gebäudes standen ihre Leute. Es ist alles ein bisschen chaotisch. Bist du in der Nacht gekommen? Ja. Wir gingen aus. Durch das Gebäude? Oder musstest du das Gebäude nehmen? Uns wurde gesagt, es sei niemand da. Im Gebäude? Ja,
Das Haus wurde beschossen, es war niemand da, wir mussten reingehen und nachsehen, das Gebiet räumen. Hatten Sie ein Walkie-Talkie? 1. Baofeng? Ja. Am nächsten Tag sagten sie, ein Verstärkungsteam würde kommen, sich einrichten und uns da rausholen. Okay, als nächstes betreten Sie nachts das Gebäude. Wir gehen in das Gebäude und ihre Leute sind auf der anderen Seite des Gebäudes. Sie schießen in unsere Richtung und wir schießen in ihre Richtung. Sie schossen nicht aufeinander, sondern hielten sich gegenseitig zurück, damit sie sich nicht näher kommen konnten. War es im Gebäude? Ja, innerhalb des Gebäudes. Es war eine Art Scheune, es war eine Art Bauernhof. Ich verstehe. Das Gebäude ist einstöckig. Zu dieser Zeit wurde der Beschuss fortgesetzt, immer aus denselben Mörsern. Dann, als es zu dämmern begann, flogen Drohnen mit Granaten ein. Wo es möglich war, wurden Granaten im Kreis geworfen. Nicht weit entfernt befand sich ihre Stellung, die in ein Handgemenge verwickelt war, etwas weiter entfernt war eine andere Stellung von ihnen. Hast du es die ganze Nacht gehabt? Ja, sie haben die ganze Nacht geschossen, und bei Tagesanbruch ging der Beschuss auch weiter, es kamen nur Gewehre hinzu. Ein Stück weiter kam eine Panzerfaust hinzu, von dort wurden VOGs abgefeuert, von hier Gewehrgranaten, es gab keine Hilfe, nichts erreichte uns. Haben Sie Walkie-Talkie benutzt? Das Walkie-Talkie fiel buchstäblich 3 Stunden nach unserer Ankunft aus. Und wir standen ohne Walkie-Talkie da. Wie viele Menschen bleiben vor Tagesanbruch am Leben? Alle haben überlebt. Gab es Verwundete? Ja, es gab Verwundete. Wir hatten einen Verwundeten, der in der Nacht verwundet wurde und sagte, er wolle versuchen, zu seinen Stellungen zu kommen und ging. Ich weiß nicht, ob er dort angekommen ist. Bis zum Morgen hatten uns die zweiten 4 nicht erreicht. Wo ist sie hingegangen? Weiß nicht. 4 Personen haben das Gebäude betreten? 4. Ich dachte 8. Nein, es kamen 4 Personen. Ein Verwundeter ist weg, 3 bleiben übrig. Ja, und heute Morgen kam noch einer der anderen 4 rein. Es ist klar. Doch bevor er das Gebäude betreten konnte, wurde er verwundet. Eine Granate fiel und ein Splitter traf ihn in die Seite. Hat er Ihnen von den anderen erzählt? Er sagte, er wisse nichts, alle hätten sich irgendwohin verstreut, es sei niemand mehr da, er habe dieses Gebäude gesehen und gemerkt, dass er hierher gehen müsse, und sei gekommen. Er war verwundet, also setzte er sich in das Loch, das dort war, dann gaben wir ihm eine Spritze und er saß die ganze Zeit dort. Wie wurden Sie gefangen genommen? Es war 11 Uhr und wir hatten keine Munition und keine Granaten mehr. Nicht ganz, es waren noch 2 Magazine mit Munition übrig. Sie hatten 2? Ja. Jemand hat ein Magazin mit Munition, ich habe noch 1,5. Keine Verstärkung, wir wissen, dass wir keine Hilfe bekommen können, wir werden nichts bekommen. Auch keine Unterstützung von unserer Führung, sie haben uns völlig vergessen. Und von ihrer Seite hat ein Mann geantwortet. Wir begrüßten ihn, er bot uns einen Dialog an und bat uns, die Unterkunft unbewaffnet zu verlassen. War es unser Vorschlag? Ja, er nannte sich Nikolas, ich habe einem unserer Jungs gesagt, er soll rauskommen und reden. Warum bist du nicht rausgekommen? Ich habe mich vergewissert, dass niemand von der anderen Seite hereinkam, denn ich dachte, wir würden von anderen Seiten abgelenkt, und sagte ihm, er solle aussteigen. Er ist wirklich ohne Waffe rausgegangen, unsere Leute haben auch ihre Waffen weggelegt. Unsere zuerst? Ja. Wow. Er hatte keine Angst, mein Kämpfer senkte auch sein Maschinengewehr, dann trafen sie sich. Hatten Sie an Ihrem Vierergespann das Kommando? Ja. Ich verstehe. Das heißt, Sie haben ihm befohlen zu gehen. Ja, er kam zu ihm raus, und ich senkte auch mein Maschinengewehr. Wissen Sie, wie viele unserer Soldaten dort waren? Zuerst waren es am Abend genau 3, und am Morgen waren es, den Stimmen nach zu urteilen, schon 7 oder 8 Leute. Das heißt, sie haben Verstärkung bekommen, damit haben sie kein Problem. Ich legte auch mein automatisches Gewehr ab und ging hinaus, und ich sah die Jungs mit erhobenen Händen stehen, und ich hob auch meine Hände. Niemand hatte vor, jemanden zu erschießen.
Und sie haben alles ehrlich gemacht, wie man so schön sagt, auf eine männliche Art und Weise. Sie gaben uns Zigaretten, wir hatten kein Wasser, sie gaben uns Wasser zu trinken und sagten, wir waren zu dritt, aber jetzt sind es viel mehr. Uns wurde gesagt, dass jetzt eine andere Gruppe hierher käme, und sie wussten, dass wir Verwundete hatten. Und wir hatten 2 Verwundete von 4 Leuten. Sie wussten, dass wir Verwundete hatten, dass wir von allen Seiten umzingelt waren und dass wir keine Verstärkung hatten. Sie versprachen, dass sie uns am Leben lassen würden, wenn wir uns ergeben würden. Zumindest würden wir am Leben bleiben. Standen Sie im Korridor, wo unsere Gruppe und Sie beide standen? Ja. Sie mussten nicht einmal mit ihnen sprechen. Ja, er sagte, wenn wir uns nicht auf einen Dialog eingelassen hätten, hätten sie Granaten auf uns geworfen und nicht mit uns geredet, denn es gibt eine Gruppe hier, eine andere Gruppe dort, Mörser auf der anderen Seite, Panzerfäuste dort, VOGs hier. Wir hätten nicht einmal Zeit zum Ausweichen gehabt. Ja. Das ist so. Eigentlich hätte es jeder getan, aber sie kamen sogar in einen Dialog. Sie sagten, sie brauchten diesen Krieg und diese Opfer auch nicht, sie boten die Kapitulation an, um uns am Leben zu erhalten. Wir kennen die Geheimnisse der Armee nicht, wir sind den ganzen Weg vom Gefängnis in den Keller gegangen, von Keller in Keller und zurück. Niemand hat uns etwas gezeigt. Sie sagten, ich solle gehen, und alle gingen dorthin. So sind wir hierher gekommen. Bei unserem ersten Kampf wissen wir nichts, wir haben kein Blut an den Händen, wir haben niemanden getötet und niemanden verletzt. Er kontaktierte sofort den Kommandanten. Unser? Ja. Ich war wirklich besorgt, dass wir jetzt grünes Licht geben und sie uns dorthin bringen würden und... Wenn Sie hätten töten wollen, hätten Sie sie getötet. Weißt du jedenfalls. Wo ist der verwundete Mann? Der Verletzte wurde sofort mit erster Hilfe versorgt. Ist er auch hier? Er ist im Krankenhaus. Es ist klar. Wie wurde er verletzt? Seite. Von einem Schuss? Splitterwunde. Schrapnellwunde. Sie wurden gefangen genommen. Das ist uninteressant. Hat man dir gesagt, für wen du kämpfst? Gegen wen kämpfst du? Wofür kämpft ihr? Wir befinden uns im Krieg mit dem kollektiven Westen. Wow. Sie sind die erste Person, die den Begriff kollektiver Westen verwendet. Was ist der kollektive Westen? Gegner Russlands. Was hat ihr Russland getan, um alle gegen sich aufzubringen? Können Sie mir sagen, was Sie getan haben? Ich weiß nicht viel über Politik. An dieser Stelle sage ich, ist das Ihr Ernst? Sagt mir, wer von euch kennt sich mit dieser Politik aus? Wer von euch kann mir eine Antwort zu diesem Thema geben? Ich glaube, das wissen nur sehr wenige Menschen. Es wird alles von oben entschieden. Sie profitieren davon, dass es Leute wie Sie gibt, die nichts verstehen. Es ist am einfachsten, eine Herde zu führen, die nichts weiß. Ja, so ist es. Ja. Wer wird Ihrer Meinung nach gewinnen? Ich hoffe, wir kommen zu etwas Gemeinsamen, zu einer Einheit. Zu was können wir kommen? Wir werden zu einem einheitlichen Ergebnis kommen. Wir werden gewinnen, das ist sicher. Die Frage ist nur, wann ist dieses Jahr der Unabhängigkeitstag und unsere Panzer fahren über den Roten Platz? Dann wird es gut sein. Wäre das ein Sieg? Wenn sie nach Moskau kommen, natürlich. Das brauchen wir nicht. Ihr werdet euch von innen heraus zerstören. Sie sagten, wir würden uns darauf einigen, wer mit wem verhandelt? Ich würde mir wünschen, dass eine Einigung erzielt wird und alle scharfen Kanten geglättet werden. Was sind scharfe Ecken? Wie kann man sie glätten? Ihr habt bereits mehrere Großstädte geglättet. Ihr habt so viele Menschen getötet. Zivilisten, Soldaten, Verteidiger. Das ist. Wie viele Generationen braucht es, um darüber hinwegzukommen? Haben Sie Kinder? Die Tochter. Ich kann Ihnen sagen, dass Ihre Tochter. Wie alt ist sie? 18. Ihre Tochter wird für den Rest ihres Lebens an uns zahlen. Sie wissen, dass es Ausgleichszahlungen gibt, das heißt, ein Teil Ihres Gehalts wird an uns überwiesen. Das sollten Sie auch wissen. Sie wurden zum Sterben in ein fremdes Land geschickt. Können Sie mir sagen, welche Idee Sie zum Töten gebracht hat? Können Sie mir, ohne Ihre persönliche Motivation zu berücksichtigen, sagen, warum? Nein.
verteidigen Sie etwas? Man sagt ihnen, dass sie die russischsprachige Bevölkerung, die hier ist, verteidigen. Hier? Ja, in der Ukraine. Haben Sie darum gebeten? Jetzt werden Sie alle in den Kommentaren schreiben, dass es interessanter ist, mit Gefangenen zu reden, weil sie tatsächlich klüger sind. Leute, zieht nicht in den Krieg. Dieser Krieg ist nicht unser Krieg. Wenn Sie in unser Haus eindringen würden, würden wir in den Krieg ziehen. Es ist jedoch nicht ganz klar, was hier vor sich geht. Die Haltung und Position ist, dass im Allgemeinen alles böse ist. Kümmert euch um eure Familien, kümmert euch um eure Lieben, kümmert euch um euch selbst und mischt euch nicht in all das ein. Hallo. Ja, Guten Tag. wer sind Sie? Ihr Mann ist in Gefangenschaft. Er ist bei mir. Er möchte mit Ihnen sprechen. Wenn Sie mit ihm sprechen wollen, müssen Sie zustimmen, dass dieses Gespräch aufgezeichnet und veröffentlicht wird. Geht es ihm gut? Geht es ihm gut? Sprechen Sie mit ihm. Ich werde Ihnen nicht alles über ihn erzählen, ich werde ihn ans Telefon holen. Gibst du deine Zustimmung? Was? Geben Sie Ihre Zustimmung oder nicht? Ja, ist er damit einverstanden? Nein, macht mir nichts aus. Woher habe ich dann Ihre Nummer? Oh, okay. Sie sagen nicht, wo Sie sind und wer mit Ihnen in Gefangenschaft ist. Ich hab's, hallo, mein Sonnenschein. Ja. Hallo. Hallo, bist du okay? Sind deine Arme und Beine in Ordnung? Meine Arme und Beine sind unversehrt. Ich bin am Leben, praktisch gesund. Und unser Kommando hat sich nie die Mühe gemacht, mir zu sagen, wo ich bin. Niemand hat etwas gemeldet. Nein. Natürlich. Während wir aus den Wahrsagekarten nur Vermutungen über dich anstellen, wissen wir, dass du dich neulich hättest melden sollen, dass du nicht behindert bist, dass alle deine Gliedmaßen intakt sind. Es gibt einige gesundheitliche Schwierigkeiten und die Tatsache, dass du eingeschränkt bist, du kannst nicht handeln. Sag mir, wann ich zu dir zurückkomme. Können Sie mir sagen, wann Putin sterben wird? Es ist unmöglich, über Putin zu raten. Er hat eine starke Abwehr, selbst starke Magier, die ihn beobachten, werden krank und sterben. Es prallt sofort an ihm ab, denn berühmte Persönlichkeiten haben starke Abwehrkräfte. Sagen Sie anhand der Karten voraus, wann die Ukraine gewinnen wird. Wir können das nicht vorhersagen. Wir können nur auf das Persönliche schauen. Wir können nur lernen. Zum Beispiel kann man bei der Liebe raten. Okay, lesen Sie die Karten, wenn unser Präsident Zelensky auf dem Roten Platz ist. Das ist ein Massenphänomen. Bei Karten über persönliche Beziehungen können wir nur raten. Okay, wann werde ich auf dem Roten Platz sein? Tee trinken. Zu diesem Zweck benötigen wir Ihr Datum. Okay, ich sage Ihnen das Datum, ich gebe Ihnen alles. Wenn Sie die Gelegenheit haben, erzählen Sie mir auch von mir, wann ich zurückkomme. Wir brauchen Sie hier nicht die ganze Zeit, um Sie zu füttern und zu behandeln. Ihre Kollegen. Er weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Fragen Sie so etwas nicht, es ist alles individuell. Sie wurden von Ihren Kommandanten verlassen. Es kam Ihnen keine Hilfe. Sie kämpften und wurden gefangen genommen. Interessieren Sie sich nicht für Politik? Nein. Schauen Sie sich den YouTube-Kanal von Wladimir Zolkin an. Dort gibt es ein Interview mit Ihrem Mann. Zeigen Sie dieses Interview bei der Einberufungsstelle des Militärs oder irgendwo anders vor. Ich weiß nicht, wo Sie sich bewerben sollten, wenn man bedenkt, dass er ein Sträfling war. Sagen Sie ihnen, dass er lebt, in Gefangenschaft ist und auf die Listen für den Austausch von Kriegsgefangenen gesetzt werden soll. So können Sie ihm helfen. Zu Hause zu sitzen und Karten zu spielen, wird Ihnen kaum helfen. Alle meine Lieben, bis später, haltet durch, ich liebe euch. Wir auch. Tschüss. Ich hoffe, es wird alles gut. Ich liebe dich. Ich küsse dich zum Abschied. Telegram. Sind Sie glücklich? Herzlichen Dank. Was haben wir falsch gemacht? Absolut gar nichts. Wir können alles absagen und auf das Rote Kreuz warten. Nein. Ich glaube nicht, dass ich vergessen habe, etwas zu fragen. Danke für das Gespräch. Ich habe dir nicht einmal ein Mikrofon gegeben. Auch Ihnen vielen Dank.